Hallo zusammen, Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Kapitel hier auf meinem Bücherkanal. Mein Name ist Pia und heute habe ich den Mein Leben in Büchern Tag für euch. Ich wurde vor einiger Zeit von Hendrik vom Kanal Henjus Buchleben getaggt und zwar im Mein Leben in Büchern Tag. Ich hatte sie die ganze Zeit auf dem Schirm und wollte es unbedingt machen und jetzt heute endlich. Ich bin ziemlich unvorbereitet, was das angeht. Das heißt, ihr werdet jetzt die Bücher, die ich wähle, das ist alles, wird ziemlich spontan sein. Ich habe mir nur eben die Fragen mal abfotografiert und ohne jetzt groß drum rumzulabern, lege ich los. Ich freue mich wie immer über einen Daumen nach oben. Wenn ihr Lust habt, seid ihr natürlich auch herzlich dazu eingeladen, bei diesem Tag mitzumachen und die Fragen unten in den Kommentaren zu beantworten. Los geht's! Suche dir je eins deiner gelesenen Bücher für jede deiner Initialen heraus. Wäre bei mir PS. Okay, ich suche mal. Also alle Bücher, die hinter mir stehen, sind gelesen. Fast alle. Von Game of Thrones habe ich den letzten nicht gelesen. Aber ich gucke mal. Das könnte eventuell gehen. Okay, also das P hat mir wirklich Schwierigkeiten bereitet. Ich habe jetzt aber eins gefunden, das ist auch das einzige jetzt, das ich irgendwie mit P am Anfang in meinem Regal gefunden habe. Und zwar dieses hier, die Prophezeiung von Wolfgang Hohlbein. Also das das lasse ich jetzt mal außen vor, ja. Sehr cooles Buch. Habe ich gelesen, als ich so 12 war oder so 12, 13 und fand es richtig cool und habe es mir vor ein paar Jahren dann nochmal gekauft. Eins meiner, es ist so eine Art Lieblingsbuch von mir, weil ich mich noch genau daran erinnern kann, wie mich damals, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, in meiner frühen Jugend, wie mich das damals halt begeistert hat. Ich sehe mich noch genau da auf meinem Bett in meinem Zimmer sitzen und ich habe früher immer beim Lesen Musik gehört und ich bin halt so der Typ, wenn ich Musik höre, dann halt immer das gleiche auf Repeat, also nicht das gleiche Lied, aber häufig halt die gleiche CD auf Repeat. Und deswegen habe ich das ganz häufig, dass ich bestimmte Bücher mit bestimmten CDs verbinde und das hier war das erste Album von Dido. Ja. Und für S, für meinen was ist denn heute los mit meiner Stimme? Für S, für meinen Nachnamen, habe ich Scarlet and Brown, die Outlaws von Jonathan Stroud gewählt, weil fängt halt mit S an und war ein ganz cooler Auftakt einer neuen Reihe und da würde ich gerne weiterlesen. 2. Stell dich vor dein Bücherregal und zähle dein Alter entlang der Bücher ab. Bei welchem Buch landest du? Ich bin ja mittlerweile in einem Alter, wo ich immer überlegen muss, wenn ich gefragt werde, wie alt ich bin oder rechnen muss, noch schlimmer. Ich zähle da mal, ne? Also ich fange hier oben in der Ecke an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. War irgendwie klar. Ich lande bei Game of Thrones, weil die einfach sehr viel Platz hier bei mir im Regal wegnehmen. Ja, Sturm der Schwerter, Teil 5 von Game of Thrones. Such dir eins deiner Bücher raus, das in deiner Stadt, deinem Bundesland oder deinem Land spielt. Also ich lebe in Köln. Ich wüsste jetzt nicht auf Anhieb ein Buch, das in Köln spielt, das ich gelesen habe, das hier hinter mir steht. Ich finde auf jeden Fall ein Buch, das in Deutschland spielt. Nordrhein-Westfalen. Welche spielen denn in Deutschland hier? Das hier spielt, glaube ich, in Hamburg. Das hier spielt ja auch definitiv in Deutschland, aber wo, weiß ich jetzt auch nicht. Anne Freitag aus Schwarzem Wasser spielt in Deutschland, ne? Ich meine, ja, ich weiß nicht mehr wo, aber es gibt auch noch andere Schauplätze, aber ein Teil Berlin. Ja, Berlin. Was habe ich denn noch hier? Ich meine, es war ja schon ein paar, die zumindest in Deutschland spielen, oder? Reicht das? Okay, wir machen weiter mit der nächsten Frage. Suche ein Buch heraus, das einen Ort repräsentiert, wohin du gerne reisen würdest. Ja. Gut. Hogwarts wäre halt schon cool. Ne? Mal ganz ehrlich. Da würde ich schon sehr gerne mal hinreisen. Gilt auch ein Buch, das ich gerade lese, weil... Moment, wo habe ich denn? Ich habe hier irgendwo den Schutzumschlag eben hingepackt. Ah ja, genau. Die Perlenschwester von Lucinda Riley, das spielt nämlich, ich bin danach nicht,
zum Teil in Australien und ich möchte echt richtig, richtig gerne mal nach Australien reisen. Was ist deine Lieblingsfarbe? Fällt dir ein gelesenes Buch ein, dessen Cover in dieser Farbe gehalten ist? Oh, ja, Lieblingsfarbe. Also ich glaube, wenn man in eine Wohnung reinkommt und ins Wohnzimmer reingeht, ich glaube, da wird man sehr schnell fündig, was meine Lieblingsfarbe ist. Ich habe nämlich eine Wand komplett in so einem so graublau, taubenblau gestrichen und halt auch so den Teppich farblich passend dazu und so. Deswegen, ich greife halt immer automatisch zu Dingen, die in dieser Farbe sind. Ich mag die einfach sehr gerne, deswegen würde ich das jetzt mal als meine Lieblingsfarbe betiteln. Blaue Bücher habe ich auch zur Genüge. Jetzt vielleicht finde ich ein Buch, das diesem Farbton so am ehesten kommt. Das sticht mir gerade ins Auge. Also das Blau hier passt schon ganz gut, muss ich sagen. Das Licht verfälscht es jetzt, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen. Aber das, ja, Küss den Wolf von Gabriela Engelmann. An welches Buch hast du die schönsten Erinnerungen? Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Ich habe es ja eben schon erzählt, dass ich früher immer... Es gibt ja einfach Bücher, da ist einem nicht nur der Inhalt so im Kopf geblieben, sondern auch die Umstände, unter denen man es gelesen hat. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, eine sehr schöne Erinnerung, ich muss es leider noch mal in die Hand nehmen, habe ich noch daran, als ich das allererste Mal Harry Potter gelesen habe, den ersten Teil. Ich kann mich da einfach noch so genau dran erinnern, wie ich da in meinem Kinderzimmer saß. Und das Buch hatte ich mir ausgeliehen und es hat mich einfach so begeistert. Also das ist halt wirklich... Es war halt einfach der Anfang einer Liebe und deswegen habe ich da einfach sehr, sehr schöne Erinnerungen dran. Auch ganz besonders in Erinnerung geblieben ist mir, weil es eine ganz bestimmte Zeit war, Divergent von Veronica Roth. Habe ich ja einerseits schöne, andererseits auch sehr schwierige Erinnerungen mit. Ich habe das nämlich angefangen zu lesen, als ich so mitten in meiner Abschlussprüfung von der Uni steckte. Meine Englischklausur stand bevor und ich musste mich halt eigentlich vorbereiten. Und gleichzeitig war ich aber immer so, ich muss dieses Buch weiterlesen, ich muss Divergent weiterlesen, ich muss weiterlesen, es ist so spannend, ich muss wissen, wie es weitergeht. Aber ich hätte halt gleichzeitig auch einfach lernen müssen. Und das ist halt sowas, das mir halt auch einfach noch sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Bei welchem Buch hattest du die größten Schwierigkeiten, es zu lesen? Also... Ich habe jetzt mal 2 rausgesucht. Und zwar einmal ein Buch, bei dem ich Schwierigkeiten hatte, weil es einfach sehr, sehr schwer zu lesen war, im wörtlichen Sinne. Schreibstil und so weiter. Hatte ich Probleme mit. The Picture of Dorian Gray von Oscar Wilde habe ich vor kurzem erst gelesen. Habe ich euch in meinem Lesemonat Januar auch was zu erzählt, warum ich damit Probleme hatte. Und das zweite Buch habe ich rausgesucht. Geht so in die Kategorie schwer zu lesen, weil der Inhalt harte Kost war. Und da habe ich Meine dunkle Vanessa von Kate Elizabeth Russell für gewählt. Dieses Buch ist halt schon nicht ohne. Es geht halt hier um eine Liebesbeziehung zwischen Schülerin und Lehrer, beziehungsweise wird dann eigentlich ziemlich schnell klar, dass das keine richtige Beziehung war. Also die Protagonistin Vanessa blickt halt hier viele, viele Jahre danach auf ihre erste große Liebe, die halt ihr damaliger Lehrer war, zurück und bemerkt, dass da doch irgendwie, oder beziehungsweise mal als Leser bemerkt man, dass da halt ganz viel, ganz schrecklich falsch gelaufen ist. Auslöser des Ganzen ist, weil jetzt halt eine andere ehemalige Schülerin von ihm halt vor Gericht gegangen ist und gesagt hat, so der Typ hat mich missbraucht und das ist halt Auslöser des Ganzen. Ja, also wie gesagt, harte Kost, schwerer Inhalt, trotzdem ein sehr gutes Buch. Aber wir sind schon bei der letzten Frage. Welches Buch auf deinem Sub wird dir das größte Gefühl verschaffen, etwas geleistet zu haben, wenn du es fertig gelesen hast? Okay, ich habe meinen Sub nicht hier, dann muss ich mal kurz woanders gucken gehen. Ich habe, aber direkt so eine Idee. Bin gleich wieder da. Ja, also, ich habe so das ultimative Buch gefunden, das, wenn man es gelesen hat, bei dem man das Gefühl hat, ich habe gerade richtig was geleistet. Und zwar Ulysses von James Joyce. Also, dieses Buch hat 1000 Seiten, knapp. Und liest sich jetzt auch nicht mal eben so weg, ist zumindest das, was ich gehört habe. Und ich habe diese wunderschöne Ausgabe mal geschenkt bekommen.
ist halt eins dieser Bücher, von denen man denkt, soll oder möchte man im Laufe eines Lebens gelesen haben. Aber es schreckt halt einen trotzdem extrem ab. Und ich glaube, wenn ich dann irgendwann mal dieses Buch gelesen haben sollte, dann, ich glaube, das ist wirklich so, dann kann ich mir selber auf die Schulter klopfen und sagen, boah, richtig gut, dass du das geschafft hast. Witzigerweise, ich habe das auf meinem alten Bücherkanal, als das neu bei mir eingezogen ist, ich habe es geschenkt bekommen und habe es dann in einem Neuzugänge-Video gezeigt und ich kann mich noch genau daran erinnern, dass jemand darunter kommentiert hat, ich wette, du wirst dieses Buch niemals lesen. Das hat mich dann aber auch noch mehr angespornt, aber ja, also es ist ein paar Jahre her, dass es bei mir eingezogen ist, ich habe es bis heute nicht gelesen. Irgendwann vielleicht, wer hat's gelesen? Schreibt mal gerne in die Kommentare. Das war's von mir von heute. Ich möchte aber noch 3 Kanäle taggen, weil ich sehr, sehr auf die Antworten von den lieben Mädels gespannt bin. Und zwar tagge ich einmal Lea vom Kanal When Love Speaks, Sarah vom Kanal The Happy Novelist und Maren vom Kanal Reading with Maren. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mitmacht. Und dann, ja, sehen wir uns hoffentlich alle beim nächsten Video wieder, nächste Woche. Und ich sage bis dann.